Ich hatte keine richtige Kindheit gehabt. Und irgendwann bin ich abgehauen. Dann auch in einer Jugendwohnung gelandet, wo das auch nicht viel besser war. Weil ich mit Leuten zu tun hatte, die mit Drogen zu tun hatten oder aggressive Leute, einfach, wo ich auch dann Messern an den Hals gekriegt hatte oder Waffe am Kopf. Auf der einen Seite hilflos, weil ich irgendwie niemanden hatte, wo ich Unterstützung kriegen konnte. Selbst die Leute, die eigentlich für einen da sein sollten, nie für einen da waren. Ja, ich musste mich durch alles durchkämpfen. Trotz alledem habe ich meine Gedanken immer so gehabt, ich darf nie aufgeben. Ich bin für mein Leben verantwortlich und ich muss das Beste daraus machen. Mein Name ist Gerd Lühmann, ich bin 44. Meine Kindheit beginnt so, dass ich früher als Kleinkind im Heim gekommen bin. Und dann bin ich auf Pflegeeltern hingekommen, die mich schlecht behandelt haben, mich geschlagen haben und ich musste arbeiten. Ich hatte keine richtige Kindheit gehabt, weil ich war ja komplett alleine. Ich habe mir einfach gewünscht, dass ich erstmal nicht mehr alleine bin, dass ich irgendwann eine eigene Familie habe, dass ich Leute habe, mit denen ich auch Spaß haben kann, Freunde auch gewinne, denen ich vertrauen kann, wo ich wirklich, ja, wo ich ein schönes Leben führen kann, ohne diese ganzen Probleme zu haben. Irgendwann ist mein Pflegevater an Krebs erkrankt, wo ich dann auch als einziger ihm wirklich geholfen hatte, wo die anderen nicht wirklich da waren. Und als er weg war, dann ging das dann weiter mit den Arbeiten, musste weiter halt eben putzen gehen. Dass ich dann in dieser Jugendwohnung halt kam. So, und danach habe ich angefangen mit der Lehre als Elektriker und ja, da war es halt der Zeitpunkt, wo ich mit Drogensüchtigen zusammen gewohnt hatte. Oder wurde immer verprügelt, wo ich dann mich auch immer wehren musste. Und ich hatte einfach keine Ruhe gehabt mehr. Auch auch mit Freunden. Ich hatte ja nicht mal Freunde gehabt. Die Leute, die ich kennengelernt hatte, die haben mich mehr noch mit ausgenutzt. Und ja, ich war einfach alleine, ging nicht anders. Ja, nachdem ich die 4 Jahre zwar durchgezogen hatte, aber halt den Brief nicht erlangt hatte, dadurch, dass ich übermüdet war auch, habe ich mich eigentlich durchgeschlagen in sämtlichen Leihfirmen, aber habe trotzdem auch versucht, irgendwo mein Bestes zu geben, geschweige bin nachher auch im Sicherheitsdienst reingegangen, wo ich dann auch irgendwann in die diplomatische Sicherheit reingekommen bin. Und da habe ich dann auch immer mein Bestes gegeben, um zu zeigen, dass ich eine gute Arbeit leisten kann und auch zu hoffen, dass ich irgendwann auch gesehen werde und auch die Chance habe, irgendwo aufzusteigen, auch mal, um auch mehr verdienen zu können und mehr erreichen zu können. Dadurch die Möglichkeit hatte, im Katastrophenschutz mit aktiv zu werden, wo ich dann auch 15 Jahre auch das gemacht hatte und wo ich dann wirklich auch langsam aufgegangen bin. Ja, einmal war es natürlich mit dem Katastrophenschutz, wo ich wirklich dann auch viele Freunde und auch viele Kollegen gefunden hatte, mit denen ich gemeinsam sein konnte. Damals, wo ich in der diplomatischen Sicherheit gearbeitet hatte, habe ich einen Kollegen getroffen, der hat Hausmeisterdienst da gemacht. Den einen Kollegen hatte ich damals immer gesehen, dass er jeden Donnerstag mit einem Anzug immer nach Hause gefahren ist, geschweige Feierabend gemacht hatte. Und ich hatte ihn gefragt, ja, wo gehst du denn hin? Ja, ich gehe jetzt zur Kirche. Ja, dann grüß mal Gott, meinte ich dann immer zu ihm. Das ging eigentlich eine ganze Weile so, bis er irgendwann meinte, komm doch mal mit. So, dann habe ich mich dann breitschlagen lassen und habe dann auch einen Wochenend-Gottesdienst dann mit besucht. Ang sabi sa atin ng Biblia, doon sa Bagong Jerusalem,
magiging isang lugar anya kung saan magagalak ang mga tao at magiging masaya ang mga mamamayan anya roon. Sa makatwid doon ay pawang kasiyahan. Maganda na ang magiging kalagayan ng ating buhay doon. Kaya alam nyo, kung ang mga tao man sa mundo, kung ano-ano ang kanilang pinapahalagahan, tayo, ang mas mahalaga sa atin, ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Kasi hindi na mawawala yung ating mamanahin pagdating ng araw ng paghukom, pagka tayo ay namalagi sa ating pagkaiglesia ni Kristo at nakarating tayo doon sa bayang banal. Yung lahat ng ating nararanasang hirap, sakit, kapighatian, kalumbayan, mga suliranin, mapapawi na roon. Kaya hindi katakataka, mga kapatid, ang tunay na iglesia ni Kristo ang kanyang pagpapahalaga, hindi sa kung ano-anong mga bagay, kundi doon sa kanyang kahalalan, doon sa kanyang pagkaiglesia ni Kristo. Tama, puspusang gawin yung pagbabagong buhay. Puspusan nating gawin yung ating pagsunod at pagpapasakop sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating papatayin yung ningas ng Espiritu Santo na nasa atin. Kinakailangan nating pahalagahan itong ating kahalalan sapagkat bilang mga hinirang ng Diyos, kinakailangang namumuhay tayo saan? Sa kabanalan. Pagka ginawa natin yan, makapamamalagi tayo sa ating pagkaiglesia ni Kristo hanggang sa wakas. Die haben mich herzlich aufgenommen und ich habe mich wohlgefühlt. Ja, nach dem zweiten Mal bin ich dann öfters zum Gottesdienst gekommen und auch zum Bibelunterrichten. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass dieser Glaube, der fabriziert wird, ist eigentlich das, wo ich auch daran glaube oder den größten Teil davon ist, was ich daran glaube. Und ich habe halt mir angehört und habe dann auch relativ schnell beschlossen, dass ich halt eben die ersten 20 Lektionen erstmal alle durchziehe und habe das auch innerhalb von 1,5 Monaten gemacht gehabt. Ja, und ich habe mich auch nie anders weiter gefühlt, als wie dass ich mich wohlgefühlt hatte und dann wirklich auch herzlich aufgenommen gefühlt hatte und ein Teil dieser Kirche zu sein. Ja, und dann halt auch durch die Kirche, dann hab ich natürlich auch sehr viele Leute kennengelernt, die mich aufgenommen haben, wie eine Art Familie gesehen haben und wo ich dann auch immer mehr dazu gewachsen bin. Also getauft wurde ich am 30. März 2004. Nach 6 Jahren meine Frau kennengelernt hatte, wo wir dann 2 Jahre später geheiratet haben, zum 13. Februar 2010, wo wir unsere Kinder bekommen haben. Meinen Großen war es das Problem, erstmal war schon mal die Geburt nicht so einfach, weil das halt eben, ja, weil er einfach zu groß war. Einfach weil das sollte eigentlich auf normalen Wege sein, wurde aber nachher ein Notkaiserschnitt. Und ja, dann hinterher hat er noch Probleme mit seinen Ohren gekriegt. So, das heißt, er konnte ja, 80% vielleicht hören mit den Ohren, so als wenn Wasser im Ohr ist. Mga kapatid, haharap tayo sa problema, hahanap tayo sa kaligaligan, mabigat na karamdaman, suliranin sa hanap buhay, mahalagang manatili tayo sa Iglesia ni Kristo. Huwag nating iisipin na tayo humiwalay o kaya ay magpabaya sa ating pagka-Iglesia ni Kristo pagka meron tayong suliranin. Kinakailangan mamalaging pirmi tayo sa ating pagka-Iglesia ni Kristo para yung kanyang kapangyarihan na itutulong niya pakinabangan ng bawat isa sa atin. Kasi nasa Panginoong Diyos po, mga kapatid, ang lahat ng lunas sa lahat ng ating mga suliranin. Pagka sinabing tayo ay kabilang
sa katawan ng ating Panginoong Kristo, ano tayo mga kapatid? Iglesia ni Kristo, di po ba? Sangkap tayo ng katawan ng ating Panginoong Kristo, na yung katawan, yun daw ang Iglesia ni Kristo. Kaya ngayong ating pagka-Iglesia ni Kristo, dapat nating panghawakan, dapat nating pagyamanin, yun ang dapat nating pinapahalagahan sa ating buhay. Sapagkat pagka ginawa natin yan, yung kapayapaang kailangan natin, ibibigay yun sa atin ng ating Panginoong Kristo. Also als Mitglied der Kirche Christi auf jeden Fall bete ich auch viel zu Gott darüber und versuche da mir Hilfe zu holen. Nach 2 Jahren erst operiert werden konnte und man hat auch gemerkt, dass er dadurch auch viel verloren hat. Und dadurch musste er auch hinterher noch in Therapie behandelt werden, in verschiedenen Therapien, damit dann das alles erstmal wieder nachholen kann, nachlernen kann. Aber es ist auf dem Weg der Besserung. Auch bis heute ist es noch nicht so einfach. Ich versuche die Sachen halt auch zu sehen, dass es halt eine Prüfung Gottes ist. Dass es eine Challenge ist, die er mir gegeben hat und dass ich durch den Glauben halt das auch bewältigen kann. Also ich habe nie irgendwie im Gedanken gehabt, dass ich die Kirche verlassen würde, nur weil meine Kinder krank geworden sind. Sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich versucht, den Glauben zu halten. Erstmal, weil ich an Gott glaube. Und zweitens ist es auch wichtig, dass wir auch viel beten. Also für mich ist es sehr wichtig, die Gottesdienste zu besuchen, weil klar, erstmal die Worte Gottes möchte ich natürlich auch hören. Kinakailangan, pagka nasa pagsamba tayo, sa lahat ng palatuntunan ng pagsamba, kasangkot ka. Lalo na doon sa pag-aaral ng mga salita po nino ng Diyos. Kasi yan ang susi para tayo maging malakas. Yan ang susi para tayo ay makalampas sa lahat ng pagsubok. Ang Diyos kasi ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ating nasasagupa rito. At siya rin ang nakakaalam kung papaano tayo makalalampas sa lahat ng iyon. Kaya kung kayo ay sumasamba, pakinggan yung mabuti ang itinuturo sa pagsamba, sapagkat doon ituturo sa atin kung papaano tayo makararating sa piling niya kahit na ano pa ang ating nasasagupa sa buhay na ito. Uunawain natin yon. Kinakailangan ma-internalize natin yung mga itinuturong yun sa atin para po natin pakinabangan. Früher hatte ich nur Pech gehabt und immer Probleme gehabt. Im Endeffekt hat es um 180 Grad gedreht. So, das heißt, ich habe eigentlich nur noch, kann man sagen, Erfolge im Gegensatz zu dem, was ich früher hatte. Genauso auch habe ich meine Familie, ich habe meine Arbeit, ich habe Sicherheit, die ich früher überhaupt nicht hatte. Heute bin ich Chorleiter in unserer Gemeinde, bin Lehrer im Kindergottesdienst. Die Aufgaben, die ich habe, sind halt auch die ich vom Herzen gerne machen würde. Und aber auch, wie gesagt, auch für meine Kinder, dass sie auch sehen, dass ich halt eben sehr viel mache, damit sie auch vielleicht eines Tages bereit sind, auch viel zu übernehmen. Das Resultat ist einfach, dass ich ein besseres Leben führe als vorher. Klar, man hat immer noch Probleme zwischendurch mal, aber es sind aber nicht mehr so Dimensionen wie damals. Und auch gerade meine Familie gibt mir natürlich auch diese Liebe und die Zeit, die ich auch brauche. Und das ist, ja, finde ich sehr wichtig. Dass ich nicht mehr für Sachen kämpfen muss, für die ich früher kämpfen musste. Dass ich einfach auch irgendwo, ja, ich bin fest im Glauben drin und ich bin halt aktiv. Kung gusto ninyo na yung mabubuting hangarin ng inyong puso ay ibigay sa inyo ng ating Panginoong Diyos.
Kinakailangang magtiwala tayo sa Kanya. Kinakailangan gumawa tayo ng mabubuting bagay na hinahanap niya sa ating gawin. Kinakailangang makita niya sa atin na tayo ay totoong-totoo sa ating kahalalan, sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Pagka ganyan, hindi tayo humihiwalay sa Diyos. Lagi nating kasama ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa atin ng Biblia, ibibigay niya sa iyo, ibibigay niya sa inyo ang hangarin ng inyong puso. Lagi siyang merong pagtanglaw doon sa mga paglakad mo. Siyang papatnubay sa iyo para ilayo ka niya sa lahat ng uri ng kapahamakan. At para yung mga pagpapala niya ang siyang matamumo sa iyong buhay. Kailan yan? Ang sabi sa atin ng Biblia, pagka nagtiwala ka sa Panginoong Diyos. Pagka nanalig ka sa Kanya, hindi ka bumitiw sa Kanya, anuman ang mangyari, hindi ka humihiwalay sa Kanya. Kailangan matiisin. Kinakailangan sa atin hindi nawawalan ng pag-asa. Pagka ganyan, ang sabi sa atin ng Biblia, maliwanag na maliwanag, ibibigay niya sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Mga kapatid, wala sanang isa man sa inyo na mabigo sa inyong mabubuting hangarin, sa inyong buhay, lalo na sa inyong pagkaiglesia ni Kristo. Pagka ginawa ninyo ang lahat ng mga bagay na yan, kasama niyong lagi ang Panginoong Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Ja, lieber Bruder Eduardo Vimanalo, also ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du uns weiter hilfst, den Glauben aufrechtzuerhalten, dass du uns zeigst, was Liebe ist, was brüderliche Liebe ist und dass du uns auch den richtigen Weg zeigst. Und auch wenn das immer auf und ab gibt oder auch wenn das immer Probleme manchmal gibt, trotz alledem durch deine Inspiration, durch deine Predigt, die du uns auch und deine Message, die du uns weiterleitest, wissen wir, dass es den Gott gibt und dass wir auch weiter an dem Glauben festhalten sollten. Vielen Dank dafür. Maraming salamat po.